Jevamai Shekita Sauhidartha Janeshu Dehantarvartikeshu Gehesu Jayatmajarati Matsu No Priti Yukta Yavadarthas Chaloki Jevamai Shekita Sauhidartha Janeshu Dehantarvartikeshu Gehesu Jayatmajarati Matsu No Priti Yukta Yavadarthas Chaloki. Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, also jemand spricht, oh, bitte stör mich nicht, bitte stör mich nicht. Also ich will ungestört sein. Versuch mich nicht zu stören. Ich möchte ein ruhiges Leben führen, ein friedliches. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sagt eben, dass vielleicht jemand spricht, er mag ein ganz friedliches, leichtes Leben haben. Aber das ist eine Art von Karma. Passive Karma, Lust. Also kein aktive Karma, aber du kannst es nicht identifizieren, du siehst es nicht äußerlich. Also keine Kraft, um das du kannst es nicht sehen, aber es ist eine Art von Karma. Also damit du eine Selbstzufriedenheit hast in deinem Leben. Also das ist auch strikt verboten. Wenn du dich als Gaudiya Vaishnava identifizieren willst. Also da ist keine Frage, dass du ein ruhiges, friedvolles Leben führst. Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt, dass alle Arten von Problemen und Vorfälle im Leben, denen stelle ich mich. Ich mag die Vorfälle so, weil ich eben Guru Padma, Guru Garanga und weil ich denen Dienst erbringen will. So alle Probleme, die was da auf dem Weg kommen, die nehme ich vom Herzen an, fröhlich. Kunti Devi genau die gleiche Gebete hatte gebetet. Also, oh Krishna, ich will so verschiedene Probleme, dass du eben in mein Leben kommst. Warum? Keiner will das eigentlich, fragt Krishna. Aber wenn Probleme da sind, nachher habe ich immer die Möglichkeit, mich an die zu erinnern. Also ansonsten, wenn ich in so einer friedvollen Situation bin, wo mich keiner stört, nachher habe ich gar Möglichkeit, mich wirklich an die zu erinnern. So in dem Fall kann ich mich besser an die erinnern. Es ist günstig, die Situation. So die, was sich als die Mitglieder von der Gaudiya-Mat identifizieren, die haben alle Probleme, die tolerieren die und die sagen, die nehmen es freudvoll auf, weil sie eben in Krishna dienen. Also wir müssen die Kirtans jeden Tag singen und damit man die Mentalität in unserem Herz aufwachen kann. Also warum spricht er heute den Vers? Gestern sind wir mit dem 4. Kanto fertig geworden und sein Eintreten weitergegangen im 5. Haben angefangen im 5. Kanto. Also im 5. Kanto sind wir heute. Und er hat uns gestern schon erzählt, dass Priyavrata, wir wissen über den Uttanpad Bescheid. Also, das ist der Vater von Dhruva Maharaj.
brother of Priyavrata. Der jüngere Bruder von Priyavrata. As per Vedic rules, Also nach den vedischen Regeln there is no such system that the younger brother can sit in throne. da ist quasi so ein System, dass der jüngere Bruder den Platz des Throns annimmt. Already there. Weil der ältere Bruder nimmt immer den Thron an. But in this case, it is one kind of unusual event. Aber jetzt in dem Fall ist es eine Situation, was nicht herkömmlich ist. So Priyavrata, der ist schon als Kind in den Wald gegangen und hat dort meditiert über die höchste Persönlichkeit. So er ist nicht interessiert, im Palast zu sein. Also er macht dort Bhajan und er hat nichts mit dem zu tun. So was macht man in dem Fall? So dann hat Manu Maharaj sich entschieden, dass er eben den zweiten Sohn, den Jüngeren, Uttanpad zum König macht. Und nach einer gewissen Zeit, lange Zeit, also da hat sich eine Situation gebildet, da war keiner da, der was ihm denn das Königreich jetzt regieren haben können. Nachher hat Manu Maharaj, war ein bisschen ängstlich. Er hat sich gedacht, dass er jetzt zurückkommt und dass er dann von seiner Meditation zurückkommt und dann das Königreich übernimmt, aber er war nicht bereit. So in der Zwischenzeit ist er nach Mandaracharya zur Höhle gegangen und hat dort sich konzentriert auf die höchste Persönlichkeit. Narada Muni hat ihm auch auf eine große Art und Weise geholfen. Er ist erschienen. So Narada Muni ist Acharya vom Bhakti Marg. So Narada Muni ist immer hilfreich, der ist immer bereit dann zu helfen, wenn du Bhajan machen willst. So der hilft jetzt in Priyavrata. So in Mandarachala Parvat, in einer Höhle, gibt jetzt Narada Muni Ratschläge. Wir haben yesterday ja den Punkt diskutiert, dass Parikshit Maharaj in ihm Zweifel aufkommen sein. So er hat gewisse Zweifel vor seinem Gurudev Sukadev Goswami. Er sagt, hey Gurudev, wir haben gehört, dass der Sannyas-Lebensstand, der entsagte Lebensstand, die denken, die sind komplett Atmaram, selbstzufrieden. Und warum ist jetzt dann er doch zurückgekommen und hat die Verantwortung übernommen über das Königreich? So die, was frei sein von den materiellen Fesseln, was Atmaramas sein, für die ist normalerweise das materielle Leben nicht günstig. Also für Atmaramas ist das Leben da, das Familienleben und das sind alles keine günstigen Umstände. Aber doch, wir finden vor, dass er jetzt zurückgekommen ist, von seiner Absorbierung im höchsten Herren, hat er jetzt die Rolle wieder übernommen im Familienleben, im Königreich. So die Frage war die, das ist 5.1.1 Vers. Grihishu avini vishwayam pungsam bhavitum arhati mahatam khur viprarsiruttama sloka padayo chaya nivritto chityanam na kutumbe sprihamati. This kind of, Atmaram, those were less interested. They never feel any kind of attraction for song, so, die sind wenig interessiert kingdom, wealth, riches, nothing. In das Familienleben. They feel. Also die haben keine Attraktion für das, aber warum ist jetzt zurückgegangen? The sloka is very nice sloka, I can explain after. Then Sukdev Goswami giving
Also mit dem Vers, wo angefangen hat, ist ein exzellenter Vers, erklärt ihn später. So Sukadev sagt jetzt eben, ja, das ist eine wichtige Frage, was du da gestellt hast. Und Sukadev Goswami spricht jetzt. Makaran Charanarvindam Makarandaraso Avesita Chetaso Bhagavatu Paramahansa Daito Kathaya Kinchit Antaraya Vihitam Swam Sivatamam Padavimna Praina Hinmanti Baram Uktam Bhagavatu Uttama Slokusso Simat Charanarvindam Makarandaraso Avesita Chetaso Bhagavatu Paramahansa Daito Kathayam Kinchit Antaraya Vihitam Swam Sivatamam Padavimna Praina Hinmanti. Gurudev speaking, Sukadev, you are right. Usually it is, you are right. But actually those who are... Also Gurudev sagt, ja, du hast recht. Normalerweise ist das richtig, aber diejenigen, was Atmaram sagen, da wirst du manchmal vorfinden, dass sie zurückgehen ins Familienleben, aber es kann ihnen nichts mehr ausmachen. Also Chaitanya Mahaprabhu sind die meisten die von ihnen sind Grihasta. Also denkt ja nicht, dass im Haushälter Leben, im Grihasta Ashram, Bhakti nicht möglich ist. Also denkt nicht auf die Art und Weise. Grihasta Leben, wenn es günstig ist, 100% kannst du Bhakti kriegen. Bhaktivinoda Thakur hat Grihasta Leben geführt, Srivas Pandit, wer nicht da. Aber die haben doch alle große Bhakti im Herzen. Shivananda Sen, Srivas Thakur. Ist Champakalata in Vrindavan Lila, Shivananda Sen. I can prove it is more, practical at present. Jetzt momentan kann man sogar sagen, in dem Kali Yuga, dass es praktischer ist. It's more practical to stay in, family life. Shankar Bhagavan also Shankar Bhagavan is Grihasta. I have no bhakti, nothing, you see. I can come to the point where you can see Chittaketu Raja, you see. Not Chittaketu actually. Chittaketu Raja, yes. Actually, you can find that he was joking with Shankar Bhagavan. He is big devotee. Also Chittu Ketu Maharaj hat dann Spaß gemacht mit Shiva. Also der hat gesagt, dass er dort in der Öffentlichkeit mit seiner Frau am Schoß sitzt. Aber Shankar Bhagavan, der lacht nur. Der will eben aufzeigen, Shankar Bhagavan, Shiva, oh, ich bin kein Devotee, ich bin eine materiell eingestellte Person. Also die, was wirklich Devotees sind, die wollen nicht sagen, dass sie Devotees sind. Aber die, was kein Bhakti haben, die sagen, die wollen ihnen sagen, dass sie Bhakti haben. Bhakti bedeutet Property, dass du was hast. Also wenn du viel hast, von dem nachher musst du es nicht von jedem sagen, vom Government, die wenn zum Beispiel vom Staat, nachher wollen die dann nur Steuern abnehmen. Also du wirst nicht hingehen und sagen, ich habe so viel und so viel. Oder viele kommen zu dir und wollen es das sogar stehlen. So, du wirst es nicht öffentlich rausposaunen. So, die, was viel haben, viel Bhakti, in dem Fall, die halten das im Geheimen. So, Bhakti ist die wirkliche Anlage, in die man investieren soll. Die wirkliche Anlage. So Sukadev Goswami antwortet jetzt seinem Schüler Parikshit Maharaj, ja, das ist richtig, was du sagst, aber manchmal, die, was wirklich eben zufrieden sein, was eine hohe Position erreicht haben im spirituellen Leben, also wenn vor denen der Geist und Körper
of bhakti. der ist voll They cannot feel anything other. wie berauscht in Intoxikation mit In Krishna. that case, aveshita means one kind of induction. Faraday's law, in current, physics. You know Faraday's law? No? Nothing? Physics, physical given. Actually physics. One kind of induction. Also so in der Physik gibt es irgendein Beispiel, haben wir aber nicht wirklich verstanden. The Paramahamsa Katha actually, so in that case sometimes it is not, you can see that So also Haushälter Leben in dem Fall, wenn du schon so Bhakti hast, dann ist es keine Bindung. Dann macht es dir keine Schwierigkeiten. Weißt du, sei dir sicher über das. So Priyavrata, eben immer die gleiche Frage, warum Priyavrata, eben jetzt der große Devote, oder warum wollte er als erstes in den Wald gehen? Weil er über die höchste Person meditieren, weil er eben materielle Leute aus dem Weg gehen wollte und das Materielle vermeiden. Das war sein Grund. But one day, actually, Manu Maharaj was feeling tension. How to do, what to do. Aber eines Tages hat Manu Maharaj, der war angespannt. He wanted to bring his elder son Priyavrata back. Also er wollte seinen älteren Sohn Priyavrata zurückbringen, weil ihm die Situation schlechter und schlechter geworden ist mit dem Königreich. Bring him back, you see. In that case, you see, he was appealing to Brahma. Oh Brahma. So in dem Fall hat er sich an Brahma gewendet und hat gesagt, er ist nicht bereit, wieder zurückzukommen. Und dann eines Tages, wenn Nara die Instruktion, die Unterweisungen zum Priyavrata gegeben hat, am Hügel Mandarva Parvat, also vorm Priyavrata, zur selben Zeit findet man, dass Manu Maharaj dort auf demselben Platz ankommt. Also er wollte ihn zurückbringen. Und in der Zwischenzeit, was ist passiert? Dass Brahma eben vom Satyaloka ist jetzt auf seinem Schwan, auf dem Hamsa, gekommen. So alle sind jetzt überrascht, oh, Brahma ist jetzt angekommen. Atho Bhagavan Adidevo etasya gunam visargasya paribrinhananu anudhyana vyavosita sakalo jagadabhiprayo atmo joni rakhilo nigama nijaganu paribhestitah sabhavanad avatataraha. 7. Atha Bhagavan Adideva etasya guno visargasya परिब्रह्मणानुध्यान व्यवसितो सकल जगदभिप्रायो आत्मो योनि रखील निगमो निजो गण परिवेष्टितः स भवनाद अवतारः. I mean, full troops. Brahma with some rishis. Also Brahma war in Begleite mit vielen Rishis und Weise. Die sind jetzt angekommen, die sind runtergeflogen. And everybody worshipping. Und alle haben sie descending. Then that time you see all in the different loka, because Brahma coming from Satyaloka. Also Brahma ist von Satyaloka gekommen. Bhur Swaha Mahajana Sattva. Also das sind die Stufen verschiedener Universen. Also er ist immer weiter runtergekommen, hat die ganzen Planeten berührt. Und überall haben sie Arti und die Blumen dargebracht, haben ihn verehrt. In all die Planeten. So this way actually Brahma now coming. It is written, Sha tatra tatra gagano talo udu patiribo
Vimana balibhiranu pathom mamaro pari bidoi ravipujyamanaha pati pati sa baruthasa siddho gandharvos sadho charano muniganai rupo giyamano gandhamadano dranino abhavhasayan nipo. It is not Mandarachal Prabhu, I forget, it is Gandhamadana. I forget, excuse me. Also der Berg heißt Gandhamada, nicht Gandhabhavat. Er ist mehr konzentriert aufs Tattva und nicht, es ist jetzt da falsch gesagt. Also alle die Gandharvas, die Charanas, die Siddhas, die kann man nicht. Weil Brahma eben der Adi-Guru ist, der erste Guru vom Shankar, vom Shiva. Also Shankar ist der jüngere Bruder von Chatustan. Also die Chatustan, das sind 4 Junge, so wie Babys. Das sind ganz klein, aber die sind schon so alt. Aber die sind eigentlich die Väter vom Shiva. Also die schauen so klein aus, also wie im Bubenalter, aber die sind ganz, ganz alte Weise, die was nur so erscheinen. Und wenn jetzt Brahma kommt, alle, die stehen jetzt auf Narad, König Priyavrata, bringt seine Ehrbietungen da, weil Brahma ist der Adi-Guru. So Bhagavan Brahma, der fängt jetzt an zu sprechen von Priyavrata. Also denk nicht auf an, versteh mich nicht falsch. Also ich komme zu dir aus einem speziellen Zweck. Also ich habe kein Selbstinteresse. Also ich bin immer nur interessiert in dem Dienst zum höchsten Herrn. So versteh mich nicht falsch. Also ich habe keinen persönlichen Nutzen, Interesse. Nibodo tatidam amritam babrimi ma svitam devam arhasya pramiyam vayam bhavaste tato yesha maharsir baham sarve vivasaya sadishtam 11. Nibodo tato, listen to me, my grandson. Also hör mir zu, sagt Brahma. Actually, don't try to take it in a bad way, negative way. Also nimm das nicht in einem negativen Weg an. Jala says that you to me. Nivedo Tata, I am going to give some speech, nectarian speech in front of you. It's not false. Nibodho Tati idam amritam babrimi. I am going to speak the nectar. So ich werde jetzt den Nektar sprechen. Also sei aufmerksam. I, Shankar, Indra, so all die Devatas, me, Shankar, all Rishimanis, all, Lokpal, they are bound to obey that. Also alle zusammen sind gebunden, den Willen vom höchsten Herrn auszuführen. Also seid aber das bewusst. Ich sprich nicht nur so ohne Grund. Also verstehe mich nicht falsch. Actually, point is that nobody can break his rules and regulations. Also keiner kann die Regeln und Regulierungen brechen. 14. Yadvachi tantram gunakarmadamabhi sudustaroir vatsu vayam sujojitaha sarve vaham balimiswarayo Rota nasiva dipati chatuspat. We have 2 legs.
Also wir haben zwei Beine und wir denken, wir sind menschliche Wesen. Die Tiere haben 4 Beine. Und manchmal verwendet man eben die Tiere im Dienst von den Menschen. Und so Bullen zum Beispiel, die haben so einen Ring in der Nase. Und jetzt haben wir Maschinen momentan im heutigen Zeit, aber in der Zeit, da haben sie Bullen gehabt, die was Getreide mahlen. Also der geht die Runden und malt so die Körner. Der geht die Runde und malt Senfkörner oder irgendwelche Getreide. Und so wird gewisse Lebensmittel hergestellt, Getreide oder Öle. Und genau so spricht jetzt eben Brahma, dass wir gebunden sein, gleich wie der Bulle, wir haben auch eine gewisse Kette, mit der wir gebunden sein. Also du bist gebunden, dass du der Resultat von dem, was du ausgesendet hast, dass du das kriegst. Jede Kreation, jedes Lebewesen muss das ausbaden, was sie in ihrem Leben ausgesendet hat, früher. Das kann keiner, kann dem aus dem Weg gehen. Das ist ein Muss. So jeder kriegt das Resultat von seinem Karma, von den Aktionen, die was er in einem früheren Leben ausgesendet hat. So in die Schriften ist geschrieben, also keiner kann dem aus dem Weg gehen. Avasyameva, es ist ein Muss. Also jeder wird das Resultat kriegen nach dem, was er in seinem letzten Leben eben ausgesendet hat. Muss man sich nicht viel darüber nachdenken, das ist Tatsache. Jedes Lebewesen kriegt es da. Sogar Brahma, Shankar, Indra, alle die müssen dem folgen, Rishis und Munis. Oh mein Schwiegersohn. Sarve Bahama Balimishwarayo Prota Nasiva Dipade Chatuspak Sarve Bahamo Balimishwaraya. The Supreme Lord with some gift. Bali, tax, you cannot remember. To king you need to pay tax. Like Nanda Maharaj giving to Mathura to pay tax. Also die Könige, die müssen ja Steuern abgeben. So wie der Nanda Maharaj in Vrindavan auch Steuern abgeben hat müssen zu Kamsa. So, wir haben das, wir sind gebunden, so wie zum Beispiel der Bulle, der was in der Nase einen Ring hat und jeder kann ihn jetzt auf die Seite ziehen oder auf die Seite oder sagt, komm her, dann ist der Bulle gebunden, das zu machen. So Brahma spricht jetzt auf die Art und Weise. So now actually, I like to give a nice argument in front of you, my grandson. So jetzt will er ein schönes Argument geben vor seinem Schwiegersohn und denk über den Punkt wieder und wieder nach. Also Brahma hat 4 Köpfe, der ist so intelligent. Wir haben ja einen Kopf und ein ganz kleines Gehirn. Also Brahma ist der am meisten intelligenteste. Er spricht jetzt, oh mein Schwiegersohn. Vayam pramattasya vanishopi sat yataha swaste sahasata pratnya
Jitendriya swatmaratir budasya grihasramaha kinnu karati avadyam. 17. My oh my boy, try to think, try to understand this point. Also versucht es jetzt zu verstehen. Suppose you are going to forest to get free from any kind of problem. It's okay. Also okay, sagen wir mal, du willst in den Wald gehen, um frei werden von deinen Problemen, aber du gehst in den Wald mit all deinen Sinnesorganen und deinem materiellen Geist. Also der materielle Geist erfolgt da. Also der Geist ist materiell, das haben wir schon diskutiert in der Bhagavad Gita. Bhagavan Sri Krishna spricht zu Arjun Pumirapanola Vayuka. Manam Varivacha Ahankara Vimudatma Bhakti-Rastada. So, my Prakriti, die weitet sich aus auf die in 8 Formen. Also der Geist ist nicht dein Geist. Es kommt von der materiellen Energie. Der Geist ist materiell. Es ist eine materielle Einheit. Wenn du ein großer Devotee wärst, nachher ist der Geist wird spiritualisiert und dann ist er nicht mehr materiell. Aber ohne, dass du 100% die hingeben hast und in Bhakti engagiert und die frei machst von dir Anarthas, bis zu dem Zeitpunkt hast du den materiellen Geist mit dir zu tragen, egal wohin du gehst. Ob du jetzt nach Amerika, nach Frankreich oder im Wald oder in den Himalaya gehst, also du kannst das nicht loswerden, das geht immer mit dir mit. Du hast immer deinen Geist, deinen materiellen Geist mit zum Tragen. Und der materielle Geist, der bringt dir große Probleme. So, du denkst jetzt, du kannst in den Wald gehen und hast aber jetzt im Gepäck den materiellen Geist. So, der materielle Geist, der bringt dir jetzt große Probleme mit, weil er wird dir nicht gehorchen. Also du hast keine Kontrolle jetzt momentan über die Sinne und Sinnesorgane. Wenn du die hättest, also der Geist ist das 11. Element, das ist der Anführer von allen anderen. Du kannst es nicht sehen, also es ist das 11. Element, das stärkste von allen Sinnesorganen. Also Pancha Karmendriya, Jnanendriya. Und der Geist, der ist darüber der Herrscher. When you are running to forest, you are going to take all your material sense organ and mind with you there. Also wenn du in den Wald gehst, du nimmst eben alles das mit, dein Geist. Also du wirst in Probleme geraten. Du denkst, okay, ich gehe in den Wald jetzt, dort sind keine Probleme mehr. Aber dann fängst du an meditieren, dann kommt alles in deinem Geist. Alle dein Wirrwarr sind wie zum Beispiel Staubpartikel in der Luft. Also, wenn zum Beispiel ein Lichtstrahl ins Zimmer kommt, dann sieht man, wie Millionen von Millionen Staubpartikeln drinnen schweben. Und genau so, das ganze Universum sind alles nur solche Staubpartikel von Anantadev. So, die fliegen da und da. Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Also wie die Staubpartikel, die was du da jetzt in einem Lichtstrahl findest, also in water, if you take some water sample, if you see those, biological scientists, they can speak in suspension, you can find so many, germs and bacteria you can find in water.
Also im Wasser ist es genau das Gleiche. Wenn du dann im Mikroskop schaust, sind so viele Bakterien und mikrobielle Dinge. Also du denkst dir jetzt, dein Mind ist rein, aber wenn du jetzt zu so einem Ort gehst, in den Wald, und du denkst dir jetzt, dass du dort über den Höchsten meditieren kannst und die Gemeinschaft von den Vaishnavas aufgibst, und hast du in Wirklichkeit, du hast das Problem mit deinem Geist. Die reinen Vaishnavas, also er spricht nicht irgendeine falsche Philosophie, sondern das, was er realisiert hat, raus von seiner Barmherzigkeit von Gurudev, die, was reine Vaishnavas sind. Wenn die allein auf einem Ort sind, zum Beispiel Gaura-Kishore-Das Babaji Maharaj, in Wirklichkeit seien die nicht irgendwo allein, sondern die sind ständig absorbiert in Gurudev und Radha und Krishna Chaitanya Mahaprabhu. So all die Jagannath Das Babaji Maharaj, Gaura-Kishore Das Babaji Maharaj, das schaut zwar aus, als würde die allein sein, aber die machen jede Sekunde, haben die Sanga. Schaut äußerlich so aus. Go to a solitary place and sit very peacefully, but still you cannot get peace because your mind is restless. If you look into your mind, you can find. Also wenn wir in unseren Geist schauen, nachher sieht man Tausende von Dingen, die was da vor sich gehen. Those who are philosopher, topmost philosopher, they compare this mind with this space. Also die Philosophen oder Gelehrten, die vergleichen den Geist wie ein Raum, so wie eine Galaxie. Also du kannst alles in deinem Geist finden, alle Orte, Rom, Bombay, so viele Dinge. Deine Kinder, deine Verwandten, Frau, alles. Dein Geld, der Bankkonto, alles in feiner Form. Also Materie ist in feiner Form, feinstofflicher Form. Und dann ist es grobstofflich in der Form. Also zuerst ist es im Geist. Also das ist alles schon drinnen im Geist. Deswegen ist es geraten von allen Gurus und Vaishnavas nicht zu einem einsamen Ort zu gehen. Das ist das, Srila Prabhupada hat das System gehabt, dass kein Brahmachari und kein Sannyasi allein sein sollte. Also ein großes Zimmer und viele haben da miteinander geschlafen. Also keiner kann allein sein. Heutzutage erlauben wir so viele separate Zimmer und Einzelzimmer für Sannyasis und Brahmacharis. Also was bedeutet Schwäche? Wer ist schwach? Also derjenige, der keine Kontrolle über seinen Geist hat, über seine Sinnesorgane, der ist schwach. Du hast vielleicht extern, schaust muskulös aus oder du hast viel Geld, aber das ist wirklich nicht Macht. Macht ist, wenn du die Kontrolle über den Geist hast. Nicht zum Beispiel Ravan, der schaut gar aus, als wie er so viel Macht hat, so ein großer Dämon, aber in Wirklichkeit ist er ganz niedrige, dämonische Figur. Und er ist viel, viel schwächer, weil alle in jede in jeder Sekunde denkt er nur über Kamini Kanchan, über Geld und Frauen nach. So Srila Prabhupada sagt, die, was eben Namen und Ansehen haben wollen, die sind viel, viel schwächer als du bist.
Also wenn du Kontrolle über die Gesellschaft übernehmen willst, nachher wirst du große Probleme antreffen und es wird dich stark binden. Das kann man diskutieren morgen über das. So, my boy, you try to think over and again. Bhayam pramattasya vaneshu vishad jataha swaste sahasar. Oh, one man, he is Also living Brahma with 6 spricht, wives. hoch zu, mein Sohn. Brahma giving this argument. One man staying with 6 wives at a time. Also ein Mann, der was jetzt mit 6 Frauen ist. Giving this argument in front of, this Priyavrata, try to consider, try to, understand this point. If a man having 6 wives, So, wenn ein Mann jetzt 6 Frauen hat, so, wohin geht er? Jede Frau sagt jetzt, geh zu mir, geh zu mir, geh zu mir. Also das Streiten. yataha swaste sahasata patnya. Sahasata patnya means satin, step. Step wife. They 6 wives. In that case, big problem. Also das ist dann ein großes Problem, in dem sich der Mann, Same thing happened. der was der auf sich hat. Und das Gleiche ist, die was Chaitanya sind, die was Kontrolle über ihre Sinne haben, die haben die Sinne da, aber die machen ihnen jetzt keine Schwierigkeiten. So wenn die Kontrolle haben, das nennt sich Chaitanya, so wenn die in Amerika, Russland, Schweiz, Italien und da sind, Swami Maharaj, Srila Prabhupada ist auch nach Amerika gegangen. Aber dem hat das nichts ausgemacht. Yes, but no problem with Swami Maharaj. But there is same thing with you. Swami Maharaj going, Bhagavatam Maharaj going. Also die alle, die haben dorthin reisen können in die westlichen Ländern, aber die sind von nichts angezogen da gewesen. Srila Bhakti Ballabhadeva Goswami Maharaj, einmal. Es gibt einen Ort, wo du normalerweise sofort in Probleme geratest, aber für diejenigen ist es dann auch kein Problem, dass die dorthin gehen. So, was für Problem kannst du jetzt haben im Haushälter Leben, im Grihasta Leben, wenn du komplette Kontrolle hast über die Sinnesorgane? Also denk über das nach. Mein Sohn, spricht Brahma. Und zur selben Zeit hast du einen extra Punkt, einen extra Bonus im Familienleben. Das ist wie Burg. Also in der Burg, da gibt es immer Soldaten, die müssen jetzt oben stehen und das sind für 8, 9 Stunden am Schlachtfeld. Aber dann wechseln sie sich wieder ab und die gehen wieder zurück, nehmen dann Prasadam zu sich und rosten sich aus und gehen dann wieder aus. So Brahma sagt ihm, das ist wie eine Burg, wo eben so kleine Löcher sind, wo die Schützen rausschießen. So du kannst so viel in Haushälter Leben machen. Du kannst die Deities verehren, du kannst die Frau, die Kinder alle einteilen. Die Frau ist eine Dienerin vom höchsten Herr. So alle Ressourcen und alles wird verwendet für den Dienst zum höchsten Herrn. So Brahma gibt eben dasselbe Argument im 18. Vers jetzt an. Try to consider this point, my boy. Suppose you are put it into a Durga fort, then you have extra facility to fight So, with du hast ja extra Möglichkeiten, mit deinen Feinden zu kämpfen. Also du kriegst Medizin, du kriegst Essen, du kannst dich ausrasten in der Burg. Du kannst von der Burg aus schießen.
Und die anderen Soldaten, was am offenen Feld sein, die haben viel schwieriger. Also du kannst dein selbst so schützen, wie zum Beispiel Chaitanya Mahaprabhu einen Ratschlag gibt zu Raghunandan, Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami. Also geh nach Hause, zurück, versuch nicht zu stört sein im Haus und halt die in der Yukta Vairagya, in eine balancierte, ausgeglichene Entsagung. Also sei nicht verrückt und geh. Und nachher langsam bei der Barmherzigkeit von Krishna kriegst du ein grünes Signal. Kame Kame Pai Paveloka Sinukur. Also die materielle Welt, das ist unmöglich, die zu überqueren, ohne die Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava. Die Barmherzigkeit von Krishna. Das ist nicht möglich, keine Chance. Es ist ein Ozean, so wie willst du einen Ozean überqueren? Deshalb gibt jetzt Brahma den gleichen Ratschlag. So. Also du kriegst durch das die extra Facilitäten, dass du, also du hast keine Feinde. Du denkst, du gehst in den Wald und hast keine Feinde, aber du hast alle mit dir. Kama, Krodha, Lobha, also Ärger, Lust, Zorn, Neid dir. Also du brauchst nicht nach außen schauen, ob außen irgendwelche Feinde hast, sondern deine Feinde sind in dir selber. Also versuch dich selber zu richten. Also der erste Ratschlag ist, also schaut zuerst selber, dass eure eigenen Probleme rauskehrt und nachher so auf das als erstes schauen. Das ist Srila Prabhupads Ratschlag, nicht auf andere. Yeah, Sadhavadna Kam, Krodha, Lobha, Moham, Ascharya, as the 6 enemies staying inside your body, mind. Also 6 Feinde seien in deinem Geist. Take shelter of a fort, you can fight with them very vigorously. Also wenn du in der Burg bist, nachher kannst du mit denen kämpfen und kannst somit stärker und stärker werden und nachher kannst du danach überall hingehen, weil sie besiegt hast. Dann ist es keine Frage mehr von Gebundenheit mehr. Du bist frei. Egal, ob du jetzt in Frankreich, in Italien oder irgendwo bist. Nirjito Satho Sapatnyaha Bhunkheha Bhogano Purushati Dishtano Vimukta Sanga Prakritim Bhajasya. First I advise you that come to, first of all, also als erstes gebe ich dir den Ratschlag, dass du Zuflucht suchst bei Guru und Vaishnava und Bhagavan. Tvam tu Abjuna Vangri Sarojo Koso Durgasya. First to try to take shelter of the Supreme Lord, Lotus feet. It is like a Durga. Maybe you are put into family life, you think you are in Durga. Also, du denkst dir vielleicht im Familienleben ist es,
ein Gefängnis, aber du kannst in dem Haushälterleben, wenn du clever bist, dann kannst du wirklich die höchste Persönlichkeit verehren und so über deine Sinne herrschen und langsam alles kontrollieren. So manche wollten mal fragen, oh Gorky, schau das was nicht. Wo ist der Adresse? Wo wohnst du? Und Gorky, schau das was nicht, lebt aber auf der Ganga. Und er sagt, was ist der Adresse vom Guru Padapatma? Und sagte, die Adresse ist die Lotusfüße von Radharani. Aber jetzt momentan ist er in Kulya. So eine Antwort hat er gegeben. Also zum Srila Bhaktisiddhanta haben das gefragt, was ist die Adresse von deinem Gurudev? Und er hat gesagt, er ist immer an die Lotusfüße von Radharani. Und jetzt momentan ist er in Kulya. Somit kann ich im Haushälterleben mit den 6 Feinden kämpfen, mit den 6 Sinnen. He also likes to transfer, delegate this authority. So he's giving a, oh my son, oh my boy. Tvam tu bhunkheho bhogano purushati dishtano vimukta sanga prakritim. If you lead your life this way, automatically you are free from material bondage. Also wenn du das Leben auf die Art und Weise lebst, dann wärst du frei von der materiellen Verstrickung, auch im Haushälterleben. Enjoyment? Bhunko actually I cannot speak this way. Bhunko means actually enjoy. But Priyavrata anyway not going to enjoy. Also Priyavrata, der geht nicht zum Vergnügen. Also die Bedeutung von dem Wort in dem Vers ist, also dass du mit Yukta Vairagya, wirklich eine Entsagung. So, wir müssen so darüber das Wort sehen, das ist Yukta Vairagya. Okay, wenn du Wasser brauchst, dann, also wenn der Körper was braucht, Früchte, dann opferst du zu Krishna und nimm sie. Also wie dein Körper erhalten, dann soll das so erhalten halt. Aber es soll keine Attraktion für irgendwas sein. Srila Bhaktivinoda Thakur war genauso im Familienleben. Aber er ist 24 Stunden absorbiert in Bhajan. Er arbeitet sogar als Magistrat trat. Also er hat immer in seinem Tagebuch immer Kirtans geschrieben. In einer halben Stunde Pause hat er Kirtan geschrieben. Durch das kriegen wir so viele Tausende von Kirtans. So Srila Bhaktivinoda Thakur, der hilft uns. Denk immer nach und nach. So, wir sind so glücklich, vom Glück begünstigt. Also man kann sagen, dass wir glücklich sind, aber doch irgendwie auch nicht glücklich, weil wir es eben nicht wirklich verstehen, was da uns alles gegeben worden ist. So Sukadev Goswami spricht jetzt und Priyavrata hört ganz aufmerksam zu der Sprache jetzt von seinem Großvater Brahma. Iti samom bhi hatu mahabhagavato bhagavato stiguvano gurur onu sasanam atmano alobhutaya bonoto siro dharu bharamiti sabahumanam ubahu. He is topmost authority.
here in this universe, Brahma. So iti samo bhihito, very carefully is accepting all the advice of Brahma, speaking, okay. Also Priyavrata akzeptiert jetzt all mit demütigen Stimmung die ganzen Argumente von Brahma, seinem Großvater, und kommt jetzt dann zurück in die Welt, materiell, um über das Kingdom, das Königreich zu herrschen. Auf die Art Priyavrata regiert die ganze Welt. Priyavrata ist so machtvoll. Also wir können es nicht wirklich verstehen. Aber er hat so viel Macht. Now actually, Priyavrata married the daughter of Vishwakarma. So Priyavrata heiratet jetzt die Tochter von Vishwakarma. Vishwakarma ist der himmlische Architekt. Mayadanav, das ist er war so viel Technologie. Die Dämonen haben auch ein großes Wissen von der Technologie, sogar vielleicht mehr wie Vishwakarma auf die himmlischen Planeten. So Vishwakarma, der himmlische Architekt, was das Himmelreich plant. So Priyavrata heiratet jetzt die Frau vom Vishwakarma. Und die nehmen jetzt 2 Buben Geburt und eine Frau, doch ein Mädchen. Mahaviro Hiranyareta Kritoprishtos Sabano Medhatiti Vitihotro Evam Kavi. These are the 4 songs. Then the daughter is Also die Söhne und die Töchter, die listet er jetzt auf. Second wife, because those are king, they are having, it is the rule there, Kshatriya. There, Priyavrata, another wife is getting 3 more sons. Von einer anderen Frau kriegt er auch noch andere Söhne. Also es war so in der vedischen Kultur. Und die Könige mehrere Frauen. Und Priyavrata hat jetzt regiert für lange Zeit. Für die ganze Welt. Das bedeutet 7 Island. Also 7 Also das ist eine andere Aufteilung im Universum. Also 7 Inseln hat er beherrscht. And you can get Priyavrata actually, when running his chariot, that time, actually, he makes 7 seas. So wenn Priyavrata mit seinem Wagen reist, dem Pferdewagen, nachher entstehen 7 Meere. Also solche Personen kann man nicht vergleichen jetzt mit uns, weil sonst kannst du Zweifel haben und die Vergehen machen. Also das sind wirklich da die Personen und die sind so machtvoll. So der hat 7 Ozeane kreiert und 7 Inseln. Jambu, Prakna, Swana, also der, was jetzt aufzählt hat. Und Jambudvip ist das, wo er jetzt ist. And outside of each Ashram you can find each sea, ocean, different kind of
Lavan Jal, you can say Lavan Ocean. Also da gibt es jetzt verschiedene Ozeane, I mean actually the sugar cane, you can so wie get Lavan und Ikshu. Ikshu ist Zuckerrohr. So I like to, speak very lightly. Aber das muss man jetzt, So Lavan Jal, Lavan water, there was salty water. also Salzwassermeer, also Zuckerrohrmeer, so Milchozean, Honigozean, so verschiedene Ozeane, die hat er kreiert. Now actually Priyavrata wanted to go to Vajan again because Brahma already told you. First you try to live family life and rule this world. Brahma hat ihm gesagt, jetzt gehst du ins Familienleben und nachher jetzt regierst die ganze Welt und nachher kommst du wieder zurück ins entsagte Leben. In den Wald kannst du dann gehen. So Priyavrata denkt jetzt, okay, all meine Kinder sind jetzt älter, so jetzt ist die Zeit, wo ich mich zurückziehen kann wieder. Make him king. He make him king of Jambudi. Agnidra was engaged in Jambudi. Follow. Agnidra was engaged in Jambudi. So Agnidra, der war jetzt engagiert in Jambu-Typ. So one day Agnidra Sohn von ihm. wanted to marry. Und Agnidra, der wollte jetzt dann heiraten, He also interested to marry a right. weil ihm der Vater weggeben wollte zum Verheiraten. Und nachher ist er jetzt, der ist auch zum Mandalacharya Parvat gegangen, um eben auch wieder Kraft zu kriegen, um eben dann wieder ins Familienleben zu gehen und die ganze Welt zu regieren. So die höchste Herr, der hat Bescheid gewusst über das. Der weiß, dass er jetzt in den Wald gegangen ist zum Mandalacharya Parvat. Um eine Frau zu finden, die was jetzt zu ihm passt danach. So der höchste Herr, der sendet jetzt Viprachiti, also eine himmlische Dame, ein himmlisches Wesen. So, der schickt jetzt dahin und Agnidra kann jetzt heiraten und kann somit ins Familienleben eintreten. So ist der Plan vom höchsten Herrn. Somehow Viprachiti coming in this Mandarachalam Parvat and making different kind of, making problem for Agnidra to break his bhajan. Somehow she was successful. Also and die actually this, Agnidra was totally attracted by that, lady. Also Agnidra ist aber dann immer mehr angezogen worden von der Viprachiti. Und somit haben sie dann geheiratet. So Agni, der hat jetzt die geheiratet. He gave birth to 9 different boys, you see. Und nachher gibt er jetzt Geburt zu 9 Kinder, Buben. Navi, Kim Purusha, Ha Purusha, die ganzen Namen jetzt. Also 9 verschiedene Söhne sind jetzt geboren. Das sind die Namen. Actually, those are the division of this, this land. India was divided into, the Jambudi was divided into. Also das sind die Teile, wo jetzt Indien aufteilt worden ist, in die 9 Teile. Jambudvip. So kann ich über das noch sprechen, jetzt hochen wir mal zu. So Navi, Navi who? First, this Navi first saw
Also Navi, der erste Sohn. Agni wanted to enter into bhajan, so after that he gave responsibility to Navi. Navi now actually actually Navi he married Meru Devi. So Navi, der hat jetzt Meru Devi zur Frau genommen. Meru Devi actually married Meru Devi and also doing bhajan, Yoga Purush Aradhana Karen, doing worshipping this Yoga Purush. At the same time he is leading life with, Meru Devi and expecting a nice boy. Und sie erwarten jetzt Just powerful like Supreme Lord. einen machtvollen Jungen, Navi and Meru der was Devi both Kräfte hat wie der höchste Herr. started doing Jagya, Bhajan, So, die haben Yagya und Bhajan angefangen, um die höchste Persönlichkeit zufriedenzustellen, so damit sie dann eben so ein Kind kriegen wie der höchste Herr selber. the motive of, Navi. So, he was bound to appear in front of Navi, a Jagya, very powerful. And So, jetzt ist die höchste Person erschienen in dem Yagya und hat dann gefragt, was wollt ihr? Dann haben sie gesagt, okay, wir wollen einen Sohn wie du. Supreme Lord speaking. Aber der höchste Herr spricht, so wer kann jetzt mit mir verglichen werden? Keiner ist da, ich bin der Einzigste. So, I'm thinking, So, was machen wir in dem Fall? Also ich selber kann kommen als der you Junge. are expecting a child like me. So, ihr erwartet euch ein Kind, so wie ich es bin. Nobody So, can keiner take kann die Stelle einnehmen, so deswegen muss ich selber in der Form So kommen. now, Supreme Lord took decision to come himself as a son in the life of that. So, in dem Fall hat dann der höchste Herr sich entschlossen, jetzt als der Sohn für denen zu erscheinen. Then is getting Rishabhadeva. Again Rishabhadeva. Rishabhadeva is the incarnation of Supreme Lord. Also dann kommt Rishabhadeva, der kommt jetzt zur Welt und das ist eine Inkarnation vom höchsten Herrn. Now Rishabhadeva is not ordinary personality. Also es ist keine herkömmliche Person. Es ist die Inkarnation vom höchsten Herrn. But here, all different kind of auspicious, So wenn Rishabhadeva geboren worden ist, dann sind so viele günstige Zeichen im Universum gewesen, überall. Pushpa swaying and so nice symptom everywhere. Small rain, Alle Demi-Halbgötter haben Blumen vom Himmel geworfen und Blumen geregnet und Lichtregen. Now when Rishabhadeva, growing up, just sufficient So wenn Rishabhadeva jetzt aufgewachsen ist, control over this, um so langsam die Kontrolle über das Königreich zu übernehmen, Merudevi, this Navi Raja, jetzt ist and Navi with Merudevi Navi und Merudev, to Badrika Ashram to also die gehen auch zum Badrik Ashram im Himalaya, um dort Bhajan zu machen. because Naranarayan. you know Naranarayan is there. Where is Badrika? Naranarayan ist im Tod im Badrik Ashram. Alakananda, you can Am Ufer von Alakananda. Dort siehst du ihn in der Form von einem Hügel, von einem Berg. Also das sind Nara und Narayan. Das sind zwei Teile von einem Berg. Now they are doing bhajan nicely and they doing, get the keep up Naranaran and So die meditieren dort und kriegen die Barmherzigkeit auch von der Naranarayan. actually. After that, Rishabhadeva took decision to perform some duties, very nice duty. Nachdem hat Rishabhadeva sich entschieden, also dass jetzt One vital, very nice point. also ein vitaler Punkt im vedischen Wissen ist, This nach die Bhagavatam vedischen Schriften des Bharatvarsha place where you can do ist ein Platz karma khetra. von Karma Kshetra. In the whole world, only India is the place, Also in der ganzen Welt a field of karma khetra. ist nur Indien das Feld von Karma Kshetra. Kein anderer Ort ist es.
Karmakshetra means, So Karma-Kshetra bedeutet, was versteht man unter Karma-Kshetra? Karmakshetra means, if you want to, follow all Vedic rules and Also wenn du alle vedischen Regeln und Regulierungen folgen willst, die kannst du auf richtige Art und Weise in Indien erfüllen. Das nennt sich Karma-Kshetra. instruction given in Ved, Also die Instruktionen und Lehren in die Vedas, in Ved, that instruction you can follow die rightly in India. Anweisungen, die findest du It is called angewendet in Indien. Deswegen ist es Karma-Kshetra. in the whole world there is no Karmakshetra. Also da ist kein anderer Platz in der Welt da. That's why you see Karmakshetra actually Navi is so powerful, and after that you see Navi gone, after that Rishabhadeva Rishabhadeva actually first went to Gurukul. Rishabhadeva Also Rishabhadeva, wo er geboren worden ist, ist als erstes in die Gurukul gegangen, in die Schule, that it is a very uns eben on your part. beizubringen, dass man eben, There. er will damit aufzeigen, dass man eben in die Gurukul geht. If you Durch get Guru, this perfect lesson, you can durch die, wenn du die Lehren kriegst, dann kriegst du die perfekten Lehren. Das war das System früher. Jeder Junge, der was geboren worden ist, adolescent, then father and mother sending him to Gurukul. dem haben die Vater und Mutter nachher in die Gurukul gesendet. There they can grow. Dann sind sie dort aufgewachsen, haben Gurudev gedient und haben gelernt von ihm und sind somit reif worden. Also if they are entering to at all into family life, Sie können dann danach Brahmacharis oder Haushälter werden. one can Also go for family life, another after Guru beide Möglichkeiten bestehen. enter into Renan's order. Both there. So after that, actually, Rishabhadeva took decision to marry. So nachdem hat sich Rishabhadeva entschieden, dass er jetzt Jayanti Devi heiratet. Also diese Jayanti Namni Bharja. gute Tochter Indra actually giving this Jayanti, von Indra Jayanti. this, as a wife, the Rishabhadeva accepted. So die hat jetzt geheiratet, der Rishabhadeva. After that, you see, Rishabhadeva, you see, after that he said doing bhajan for a long time and giving birth to 100 boys. So denen ist jetzt wieder Geburt gewesen von 100 Jungen They are very most powerful. durch die Beziehung. Also es waren auch alles ganz, ganz große Seelen. First boy is Bharata Also der Maharaj. erste Junge ist Bharata Maharaj. First boy is Bharata Maharaj, in whose name this India is given. Also nach dem nennt sich auch das Indien, weil Indien nennt sich auch Bharatvarsha. So der Name kommt von ihm, Bharatvarsha. First boy is Bharata Das ist ein anderer Ausdruck, ein anderer Name für Indien, der was da verwendet wird. After that, first boy Bharata Maharaj, another 9 boys I can name. Also 9 Kinder, der nennt jetzt die Namen. Sheno, Indra, Sprik, Vidharbo and Kikot. 9 boys. Das sind die Namen von den 9 anderen. After that, Navayogendra. Und nachher Navayogendra, die 9 Yogendras. Kovir, Havir, Antariksha, Prabuddha, Viplayan, Avirhatra, Drovid, Chamaso, Karabhajan, this 9. So first I told, first who? Bharata Maharaj. After that I speak the name of 9 boys. After that I speak the name of another 9 boys, Navayogendra. So the rest is 81. You calculate? Calculate. First one, after 9, 10. Another 9, 19. And the rest 81. Also sind es 81. These rest 81 boys, they become very powerful Brahmin. 81 Buben, das sind ganz machtvolle They become most Brahmanas powerful geworden. Now you can put question in front of Jetzt kann sich die Fragen stellen, wie ist es möglich,
ist Rishabhadeva ein Kshatriya. Eigentlich ist es eine Inkarnation vom höchsten Herrn, aber Priyavrata ist ein Kshatriya. So, dann ist er ganz natürlich auch Kshatriya, das kommt so in der Nachfolge. Aber jetzt kommt der Punkt, das Siddhanta, das ist wichtig, eben die Qualität, nicht wo du geboren bist. So ist eine große Diskussion. Im 11. Kanto kann man das dann besprechen. Wer Brahman ist und wer nicht. Im 7. Kanto findet man Ajagattatreya. Also vor dem Ajagatapassi, also da stellt Bharata Maharaj einige Fragen. Und dann ist Nahus Raja, der fragt jetzt Fragen zum Yudhisthira Maharaj. Oh Yudhisthira Maharaj, wer ist Brahma? Yudhisthira Maharaj antwortet, also die was eine große Anziehungen haben für den höchsten Herrn, das seien Brahmanas. Nishta in Brahman, das nennt sich Brahmana. Yudhisthira Maharaj gibt das Argument, O Rajan, O König, wie kann ich sprechen, dass er Brahman ist oder er Brahman? Das ist manchmal, also jeder kann Geburt nehmen von überall. Agastya Muni hat zum Beispiel Geburt genommen von Vashishta, von Kumbha. Von einem Topf, von einem Krug hat er Geburt genommen. Und Dronacharya hat Geburt genommen von einem Köcher, wo die Pfeile vom Pfeil und Bogen aufbewahrt werden. So, das ist nicht die Frage, wo du geboren wirst, sondern was für Qualität du hast. So, wir finden manchmal ist beim Skorpion, wenn ein Skorpion geboren wird, ist es ein Vater und der Mutter ist ein Skorpion. Aber wenn du manche Skorpion können auch geboren werden aus Reis. Das ist ein Prozess, der was da vor sich geht, dass von dem Reis dann ein Skorpion geboren werden kann. Wie zum Beispiel Gautama Rishi, der hat gesprochen von Jabal Satakam, also wer Brahman ist und wer nicht, das ist ausgehend von der Qualität, was einer besitzt. Nicht, dass du das sagst, oh, mein Vater ist Brahmana, der ist Brahmana, so deswegen bin ich auch Brahmana. Die Qualität ist wichtig. So die letzten 81 Kinder jetzt von Rishabhadeva, die sind ganz, ganz hohe solche Brahmanas wurden in Indien. Shanta, Danta und all die Namen. Now actually this, Rishabhadeva worships him Supreme Lord. So der Rishabhadeva verehrt jetzt die höchste Persönlichkeit und macht große Yagyas. Und Rishabhadeva ruft jetzt alle Kinder in die Versammlung, bitte setzt euch hin da, ich gebe euch jetzt einen Ratschlag, weil jetzt werde ich in Kürze die Welt verlassen. So vor dem, bevor ich die Welt verlasse, möchte ich euch noch einen guten Ratschlag geben. So bitte habt große Aufmerksamkeit. Rishabhadeva now giving advice in front of all his 100 boys sitting there in front, and Rishabhadeva speaking very shortly, I am going away from this material world. So I have no time.
So hockt euch alle hin, ich spreche jetzt zu euch. Es ist eine lange Diskussion und lange Ratschlag, und wir können uns kurz reden. Weil eben die Verse eine gewisse Kraft ist. From where is that? Nayam deho deho bhajam niloki kastyanu kam ara hati vira bhujanji tapu divyam putra kayena satyam suddhed yasmad brahma shaksham tu anantam Nayam deho bhajam niloki Kastyanu kaman arhati vidabhujamji Topo divyam putragayena satyam Suddheda yasmad brahma shokshantu anantam Mahat sevam dharmahu vimukte Stamo dharam yasitam sangi sangyam Mahantaste samachitta prasantya Vimannavaha suhido sadhavuje Jeva maishe kito sauhridata Janeshu dehantarvartikeshu Geheshu yayatma jarati matsu Naprid yukta yavadarthas chaloke Nunam pramatto kurute vikarmo Jadindriyo pritayo aprinoti Nasad manni yatvatmanoyam asannopi kleshado asadeo parabhavasta badabudyato yavanna jigyasito atmatatyam yavat kriyastavadidam manovai karmatmakam jena sorirabandho Evam manu karma basam prajukto avidayatmo nupodhiyamani Pitirna javad Maiva sudeve namochate deho yogena tavad. This is nice slogans. So gibt es eben viele Verse jetzt da. Oh my boys, oh my sons, Oh meine Söhne, this human body Nayam deho bhajam nirokhe kastana kamana hate vira bhujamje. Oh my boys, actually this body is not given to you for enjoyment. also meine Söhne, hört mal zu, der Körper ist euch nicht gegeben worden, um Vergnügen daraus zu ziehen. Das ist nicht der Sinn, warum euch der Körper gegeben ist. Then for what? So für was dann? Also you can find in the life Weil eben das Vergnügen oder das, für was du deinen Körper veränderst, das machen Tiere genauso, Hunde und Katzen. Srila Prabhupada hat es so gesagt, es ist eine Gesellschaft von Hunden und Katzen. Das sind die Formen genauso möglich. So, du bist für Höheres bestimmt. Also, also was ist da die Spezialität in dem Vergnügen? Da gibt es nichts Spezielles. Das kann jeder kriegen. Aber du musst von höheren Sinn des Lebens gehen. So, geh in Meditation, in Tapasya und reinig dein Herz. Also Tapasya ist Harinam Sankirtan, Parinam Vijayate Sankirtan. So das ist all. Also Ekadasi kann man zum Beispiel voll machen mit transzendentalen Sound. Nicht, dass man morgen 3 Stunden hocht und nachher nichts mehr, sondern durchgehend 24 Stunden. Also die Wissenschaftler versuchen jetzt, den Klang zu finden im Äther
was Krishna gesprochen hat, die Unterweisung an Kurukshetra, dass der Klang, der muss irgendwo im Äther sein. Die haben ein Experiment laufen momentan, die Wissenschaftler. Aber Krishna ist so clever, sie können das nie kriegen. Die Frequenz, die muss immer irgendwo tanzen, die Worte, die müssen im Äther irgendwo sein. Aber transzendentaler Sound kommt ganz von allein und geht ganz von allein. Also wir folgen Ekadasi, Janmastami, aber die Haupttapasya, die Entsagung oder die Austerities, was wir machen, das sein Harinam Sankirtan. Durch Tapasya kriegst du Kraft. Also Rishabhadeva spricht jetzt, wenn ihr das macht, dann werdet ihr gewisse Reinheit im Herzen erlangen und werdet Macht erlangen genauso. So wie der Goldschmied, der was das Gold mehr und mehr schmelzen, meldet. Also dann gibt es 20-karatiges Gold, 17 Karat. Also es ist eine graduelle, stufenweise Purifikation, also Reinigung. Und so, wenn so sagt im Rishabhadeva jetzt genau, natürlich könnt ihr reinigen, wenn sie den Prozess befolgt. Aber für uns, Gaudiya Vaishnavas, ist Sanskrit dann, also das Austerities und der Pasya, das sind da das Höchste. Jagadananda Pandit, das sagt, die was Sankirtan machen, also das, was sie brauchen, die Energie, also wie viel Blut die Devotees wirklich geben, wie viel die schwitzen und Energie, dass sie eben uns das dann weitergeben können. Also die nehmen all das auf sich. Das weiß nur Mahaprabhu selber, wie viel Energie die aufwenden, die Geweihten, um anderen zu helfen. So seid euch bewusst, dass der Körper nicht für Vergnügen da ist. Das kann man überall, in jeder Lebensform, in der tierischen Lebensform, sondern man muss sein Bewusstsein erhöhen, geht und dient in die großen Vaishnavas, in die heiligen Persönlichkeiten, die realisierten Sollen. Die können euch aus der Verstrickung rausbringen. Also wenn du eine realisierte Persönlichkeit dienst, nachher kannst du ganz natürlich deine materielle Anhaftung trennen und findest dann ein Tor vor, wo du rausgehen kannst, ganz frei. Mahotsevam daro mahu vimukta ahu. It is called that Mahotseva is the gate of liberation. You can get free from material bondage. Also das Dienen eines Mahats, einer so realisierten Person, das ist das Tor zur Glückseligkeit, zu unserem Ziel. If you like to get the association of Yashit, then it is, you can go to darkness. Wenn du die Gemeinschaft hast mit Yoshit, nachher kann man nicht anschauen, Geld und Reichtum, Frauen. Nachher geht dein Bewusstsein runter und runter in Dunkelheit. Yashit and those who, they're getting the association of Yashit, both. Very dangerous. So anyway, Yashit Sanga for you and those who are going for Yashit Sanga for those. For you, you have to be very careful. You have to avoid that kind of association because it is So, it's a bad. ihr müsst euch bewusst sein, dass ja nichts zu tun habt mit der Gemeinschaft. Yoshit Sanga.
das immer für die Gemeinschaft von reiner und klare, realisierte Weise, das zu denen tendiert, zu denen geht. Those who are growing strong affinity, those who are growing strong relationship with me, Also die, was try to understand. Je ba mui ishe. Sanskrit, if I split up this way, je ba mui ishe kito sauhidartha. Mui ishe. I am Supreme Lord. Those who are growing strong relationship with me, strong affinity they are feeling, is very good. Jeva Mahishe Kito Sohidartha. Sohidartha means friendship. so der Vers sagt eben, diejenigen, was mit mir Freundschaft geschlossen haben und für mich Anziehung haben, die was mich als ihr Ziel im Leben gemacht haben, nachher ganz automatisch verlieren die Lust am materiellen Dasein. Yanesu dehantaravartikeshu. They are going to lose, kind of attraction for this material world. All wife, children. Also alle Attraktionen für Kinder, Geld, Frau, und das geht alles verloren. Die ganze Anziehung zu den Dingen. Ist man nicht mehr interessiert an das. Less interested. So when Chaitanya Mahaprabhu giving advice to Raghunath, So, wenn Chaitanya Mahaprabhu den Ratschlag gibt zu it is called Yukta Vairagya. Raghunath Das Goswami, das ist Yukta Vairagya, I am doing for Supreme Lord. dass du alles für den höchsten Herrn machst. Alles, was ich mache, alles, was er rein und devotee macht, das macht er nur für den höchsten, für die einzigste Zufriedenheit zum höchsten Herrn, für niemanden anderen. Never they are acting fancifully. Never. So you see, Jeva Mahi Ishe Kito Suhidartha Te Yanaha Yaneshu Dehantaravartikeshu Griheshu Yatma Jarati Matsu Napriti Yukta Javadarthascha Loke. They are not, giving importance to the material. Automatic. It's an automatic factor. Also es passiert automatisch, dass du keine Anhaftung in der Welt hast. Those who are entering into family life, those who are jumping into fire, this family life is just like fire. Aber die, was sich materiell vergnügen wollen, für denen ist das Familienleben wie Feuer. Die verbrennen sich. Aber die, was Bhakti in ihrem Herzen haben, für die gilt das nicht. Über das hat er schon gesprochen. Eben Chaitanya Mahaprabhus Geweihte, die meisten sind Grihasta. So, was ist das Problem? When Chaitanya Mahaprabhu speaking, Chetadarpanam Arjanam Bhava Mahadavagni Revaparam, then preliminary you can know that this world is full of fire. So, wenn Chaitanya Mahaprabhu spricht, Chetodarpanam Arjanam, dann kannst du wissen, dass die Welt eben voll mit Feuer ist. Also alle Leute, die streiten miteinander und kämpfen miteinander. Das ist das Feuer. Jeder will über den anderen bestimmen und das und das. Aber die reinen Vaishnava, die versuchen niemals zu kontrollieren. Nice in the sense, excellent. Everybody like to dominate on it. You can stay. I can control you. But this is not the case. In der Welt wollen sie allerlei kontrollieren. Jeder will sagen, oh, geh dahin, mach das, bleib da. Each and everybody like to get control over this material universe. But this is not the case with a pure devotee. That's why many times I told in my Harikatha, we want to be controlled by Guru Vishnu. We want to be controlled by the Supreme Divinity.
We always and every time want to be controlled by that supreme divinity. We want to be controlled by Guru Vaishnava. Das ist aber nicht der Fall. Eben die meisten in der Welt wollen andere kontrollieren. Aber wir wollen, die Devotees wollen kontrolliert werden, wie ein Hund von Guru und Vaishnava. Die stehen auf, die legen sich hin nach dem Willen von ihrem Herrchen. Und das ist für uns Guru und Vaishnava. Der Guru, der spricht jetzt zum Beispiel, schreib jetzt das, mach einen Artikel oder tu das. Und das ist genau das, was dann der Schüler macht. Also wir wollen kontrolliert werden von Guru und Vaishnava. First of all, in introduction I wrote, I am the dog of Guru Vaishnava. To protect the interest of Guru Vaishnava, I am bound to bark. Go. I am bound to bark. So what to do? Also, the duty of our dog also der Hund, der hat immer das Interesse von seinem Herrchen zu schützen. Also Bhaktivinoda Thakur sagt, Tumi Dukura, damit dem ich möchte dein Hund sein. So, und wenn jemand jetzt gegen das geht nach Ampelli, so der Hund, der schützt immer das Siddhanta von die Vaishnava, von seinem Guru und Guru Bamba. You must sing. Why you are sitting doing next to nothing? Always, every time. So, wir müssen immer die ganze Zeit die Lieder singen und Kirtan machen. Nicht while crossing river, going by bus, train, anything what you don't stop. Also durchgehend Kirtan. Also immer chant Sri Krishna Chaitanya Bhavani. Also nie Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu zu sagen und Hare Krishna zu sprechen. Und den Moment, wo du das stoppst, das Mantra und die höchste Persönlichkeit, Guru und Vaishnava vergisst, nachher kann durch den Spalt kann Maya, die illusionierende Energie, eintreten. Very nice. One man is supposed to be bite by a snake. Also, da ist eine Geschichte, da ist... But where from oxygen coming, I don't know. They block iron room. Da ist jetzt ein Zimmer, ein Stall. Also da kann keine Schlange reingehen. Er ist jetzt eben da mit der Schlange in dem Zimmer. Also der Ingenieur, der hat ein kleines Loch in das Zimmer gemacht, wo die Schlange reingehen kann. Und genau so machen wir eben in unserem Geist ein Loch, wo dann die materielle Energie eintreten kann, wenn wir nicht ständig, das kann zwar Stahl gemacht sein, aber wenn du da ein kleines Loch hast, ein kleines Spalt, dann kann in das Ungeziefer oder die Schlangen reinkommen. Und somit musst du ununterbrochen die heiligen Namen chanten und an Guru und Vaishnava denken. Anyway, if you become mad with this material enjoyment, who is going to protect you? Whereas you are hearing all this advice. So, Rishabhadeva speaking, Nunam pramatyam kurute vikarmo yadindriyo pretayo aprinoti no sadhu manne yatvatmanoyam vasannopi kleshodo asadeho. Actually, those who are, leading their family life in a very fanatic way, like a man, not thinking about past and future, they are doing... Also die normalen materiellen Leute, die denken nicht an Zukunft und Vergangenheit, die wollen nur materielles Vergnügen. Sie sind blind. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Yehi samsparsha bhogaha. Jehi samsparsha bhogaha. Adyantavanto no teshu ramate buddha. Adyantavanto. Adyantavanto. Jehi samsparsha bhoga no teshu ramate buddha.
Also die, was intelligent sein, die suchen nicht das materielle Vergnügen, weil die wissen, das ist eine Bindung für mich, eine Verstrickung. Now actually you see those who are running like a madman into family life, having no control over their sense organ and mind like madman. Sein If you run your car very madly, der Frau nachrennen und im Haushälter leben, wie ein Verrückter, wenn du zum Beispiel im Auto bist und dann nur aufs Gas tretest, nachher wirst du automatisch einen Unfall machen. So indem die was nur vergnügen wollen, die machen genauso einen Unfall. So Lady Diana, sie hat da einen Prinz Charles geheiratet, aber sie war nicht glücklich. So wer kann dann wirklich Glück haben in der Zufriedenheit im Leben? Das ist nur, die fahren nur den Wagen mit Verrücktheit und mit großer Geschwindigkeit und nachher muss ein Unfall passieren. Das ist der Ausgang von dem materiellen Vergnügen. Das muss so sein, das ist geschrieben. Also die, was keine Kontrolle über ihren Geist und über ihre Sinne, die zu 100% begehen sie wie Karma. Also A-Karma, wie Karma und Karma. Also das ist das Gegenteil, was du wirklich machen solltest, was geschrieben ist in die Vedas. Nunam pramatta kurute vikarma jadindriya pratayo apriya. They are always thinking about the sensual enjoyment. So my son, nasad manne yatva atmanoyam asannapi kleshado asadeho. But I don't think it fit. Rishabhadeva speaking, oh my son, I don't think. Also Rishabhadeva, der spricht jetzt, sagen wir mal, du vergnügst dich jetzt in deinem Leben, aber die Zukunft, in der musst du die Reaktion ausbauen. So das dritte Gesetz von Newton ist, dass jede Aktion jede Aktion hat eine opposite Reaktion. Das kann keiner, das ist gebunden, du musst eine Reaktion kriegen. Also was du machst, keiner kann das aus dem Weg schaffen. Das ist das Gesetz der Natur. Nur wenn du so reine Hingabe zu den Devotees entwickelst, und zu Chaitanya Mahaprabhu, zu Srila Prabhupada, Keshav Goswami Maharaj, die haben die Möglichkeit, dir die Chance zu geben, aus den Fesseln rauszukommen. Das bedeutet Diksha. Diksha bedeutet Einweihen, bedeutet, dass du all deine Sinne werden jetzt verbrannt und du kommst in eine reine Auffassung vom Leben. In straw go down. Then the straw go down with the help of air, oxygen it can go. So dass die ganzen Sünden und alles, was du aufgebaut hast in deinem Leben, es verschwindet dann so, wie wenn du ein Bidi oder so eine Zigarette oder Zündholz in einen Strohhaufen haust. Also alles wird verbrannt. Janardhan Goswami Maharaj, a disciple of Prabhupada. I was speaking Harikatha the day I went. Also er war einmal und hat Harikatha an einem Ort gesprochen. Nachdem haben sie auf einmal einen Strohhaufen brennen gesehen. So, und haben sich gefragt, wer hat das jetzt gemacht? Und Vishnu Maharaj ist auch dort gewesen. Also das Gleiche ist, wenn du Haufen von Sünden angesammelt hast, aber wenn dir der reine Devote, wenn du da Einweihung nimmst, 100%ige Diksha, nachher ist es so wie, dass der einfache Zündholz in die Sünden wirft, in den Strohhaufen, wird alles von oben bis unten verbrannt, nichts mehr ist da. Also es muss perfekte Diksha sein,
perfekte Einweihung. Wenn das ist nicht 100% richtig, nachher kommst du in Probleme. Diksha Kale Atma Same. Also die Zeit, wenn ein Schüler 100% Ergebenheit zeigt, in dem Moment wirst du gleichzeitig gereinigt und du kriegst Kraft durch dein Krishna Bhajan. Das ist warum Rishabhadeva, der spricht da, oh meine Söhne, ich denke nicht, das ist fit für euch, damit ihr ins materielle Vergnügen euch stürzt. Weil in der Zukunft werdet ihr die Reaktionen ausbaden müssen. So im Familienleben hast du immer ein Problem mit dir und du weißt, du kannst es nicht aus dem Weg gehen. So wie zum Beispiel ein ganz armer Mann, motorbike, you know, motorcycle, they're selling spare parts. In that shop, that poor man got service. Also wo sie in einem Laden geht, wo sie so Motorfahrräderartikel verkaufen. Also der verdient jetzt da nicht viel, aber die Frau sagt da, ich brauche das, ich brauche den Sari, aber er sagt, du weißt ja, wir haben nicht so viel Geld. Aber die Frau sagt, ja, du liebst mich nicht wirklich und du kannst mir das nicht kaufen. Und er war aber eine ehrliche Person. Und wenn die Frau ihm Druck gemacht hat, weil sie gesagt hat, oh, das ist schon nicht wirkliche Liebe, du kannst mir nicht das kaufen, du kannst mir nicht das bringen. So, Bharata Maharaj spricht da. Das werden wir im 7. Kanto besprechen. So, derjenige war gebunden, dass er sogar stehlen angefangen hat für die Frau. Am Anfang war er eine sehr ehrliche Person. Also, das hat er angenommen und war mit dem zufrieden. Mit so kleinen Bonus, was ihm der Dienstgeber, der Arbeitgeber gegeben hat. Aber jetzt, wo die Frau so einen Druck gemacht hat, hat er ihm immer wieder was gestohlen. Vor dem Shop und hat es dann im schwarzen Markt verkauft. Er hat gestohlen, um eben seine Frau zufriedenzustellen. So, das ist die Situation vom Familienleben und versucht jetzt da wirklich eine Lektion, eine Lehre daraus zu ziehen. So, macht da nichts draus aus den materiellen Leuten, die was all solche Wünsche haben, die bringen Lilei runter und runter. So geh nicht, versuch nicht, denen ihre Sinnesbefriedigung zu befriedigen. Egal, ob das der Sohn ist, ob das die Mutter ist, ob das der Mann ist oder irgendwelche Freunde, macht es nicht. Die bringen die allerlei tiefer runter. Sollst nur der höchsten Persönlichkeit Gottes dienen. Also ohne, dass du eine starke Beziehung mit Vasudeva, Tattva, Guru und Vaishnava eingegangen bist, warum sagt Rishabhadeva Vasudeva? Oh my son, this is your material mind. I already told Oh mein this, Sohn, der materielle Geist. secret technology. I already told your subtle body, this is your Also der subtile Körper, der grobstoffliche Körper. subtle body and fine body. Fine body you cannot say. You cannot Also einen feinen Körper kannst du fine nicht body, sehen. what is the constituent of the fine body? Was ist die Konstitution vom feinen Körper? And your mind
Also der feinstoffliche Körper ist verantwortlich, um die von dem Körper zum nächsten Körper zu tragen. Der feinstoffliche Körper, bestehend aus Geist, Intelligenz, der bringt die zum nächsten Körper. Also wie kannst du da frei werden? This kind of living in one body and take another body. Living that body and take another body. It's a must. So, das ist ein Muss. Einen Körper annehmen und einen Körper zu verlassen. Einen Körper annehmen und wieder. Das kannst du nicht stoppen. Das ist ununterbrochen. Nur wenn du Zuflucht suchen kannst bei Vasudev. Warum sagt man Vasudev? Das ist Sanskrit erklärt. Vasati sarvo hridayeshva. Also derjenige, der was im Herz von allem sitzt, das ist Vasudev. So until and unless you grow a strong, loveful relation with Pitirnaya, there is a Priti. In some book they are writing Motirnaya. Priti is also good, very nice. Priti means? So Priti bedeutet eine gewisse Anziehung. Also Vasudev, der neue Name bedeutet, der im Herzen von jedem sitzt. Oh meine Söhne, ihr könnt den Tod und Geburt nicht stoppen, ohne dass ihr euch jetzt angezogen fühlt mit Priti, mit Liebe zur höchsten Persönlichkeit, Vasudev. Also was ist die stärkste Gebundenheit in eurem Leben? Also hört ganz aufmerksam zu. Also der Knoten des Hridaya-Granthi, der Knoten im Herzen, der wird immer nur stärker. Das ist die Verbindung, was du mit deiner Frau hast in der materiellen Welt. Normalerweise ist die Jiva, die Seele, ist Purush. Also Purush bedeutet materieller Körper. Also es gibt zwei Arten von Purusha. Einer ist Jivatma und einer ist Paramatma. Das hat er uns schon erklärt. Also geht es ganz genau die ganzen Wörter durch. Und nachher kann die keiner betrügen, wenn du wirklich die Worte aufteilst, die du genau anschaust. Also diejenigen, die Seele, die denkt dann, oh, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Aber das ist alles falsch, das passiert auf jeden Fall. Das ist eine Art von Dekoration, ein Kleidungsstück, ein Kostüm. Du wirst in Kürze den Körper verlassen und in der nächsten Leben nimmst du dann den Körper von ganz anderen Lebewesen. Also ein Mann wird zur Frau, eine Frau wird zum Mann. Du kriegst verschiedene Kostüme zugeteilt. Also die, was Tattva Gyan haben, das Wissen über die Dinge, die denken niemals, das ist ein Mann oder eine Frau. Die sind realisierte Seelen. So you see, Pungshaha Striya Mithuni Bhava Metvam Tayor Metu Hidayagam Timahum. It is one kind of the best locking. Also der Knoten des Herzens, Hridaya-Granthi. Then how to get free of this locking? Und wie kommt man jetzt frei durch den Knoten? Very nice advice.
Hanse Guru Mohi Bhaktyana Vritya Vitishnaya Dandati Tiksayacha Sarvatra Jantyor Vesanavagatya Yigyasaya Taposeha Nivritya. Very nice advice, unique. Each and every time, if you read one sloka and shed tears and dance. Also das sind so wunderbare Verse im Srimad Bhagavatam, die was du wirklich lesen kannst und du kannst sogar in Tränen kommen, weil es ist so wunderbar, die Wahrheit aufzuhören. Hamse Guru. Also wer ist Hamsa, der ist Guru. Hamse Guru Moi Bhaktya Nuvritya. Paramahansa Guru, Vaishnava, if you serve them, Bhaktya Nuvritya. Also Paramahamsa Guru Vaishnavas. Wenn du denen dienst, wenn du denen nachgehst, now you are put it into conflicting situation. Also Danda bedeutet, wenn du in einer Konfliktsituation kommst. Jetzt momentan hast du Zweifel und du denkst dir, oh, manchmal willst du das, manchmal willst du das. Danda, in dem Fall ist Danda Samas, das Wort Hamse Guru. Hier. So, wir müssen alle Dinge lernen, wir verlieren die ganzen Qualitäten, also die ganze Gesellschaft geht runter. Wir wollen aber Qualität, nicht also nicht Qualität, nicht Quantität. Also besser ist es in ihrem Leben, dass er eine Person kriegt, um das Wissen wirklich aufzunehmen. All danda, sometimes good, sometimes bad, sometimes hot, sometimes cold, sometimes happy, sometimes not happy. Also manchmal fühlt sich Danda Samas, ist manchmal heiß, manchmal kalt, manchmal schlecht, manchmal gut, man fühlt sich auf und ab. What? So you must cut. You must come automatically, it's a procedure. Through Sadhguru, Paramahansa Guru So durch Guru und Vaishnava Dienst, there is no other procedure, the unique procedure. I already told you many times. er hat uns schon viele Mal gesagt, dass Krishna Bhagavan vor Uddhav gesprochen hat. Rsabhadeva. How to cut this material bondage? Many times I told you. Rajas tamas satyena sattvam chopasamena cha etat sarvam guru bhaktya puruso hi anjasajay. Very easily. Material bondage? Also durch den Dienst von Guru kannst du die materielle Verstrickung ganz leicht trennen. Material bondage, nothing. If your whole life gone to fight with Maya, when you can start your bhajan? Also wenn dein ganzes Leben verschwendet wird, dass du mit Maya kämpfst, nachher geht alles verloren, der Zeit ist verloren. When you are in Maya, you cannot start Hari Bhajan. Also wenn du in Maya bist, da kannst du der Bhajan gar nicht anfangen. So whole life you start. Also dein ganzes Leben versuchst dann aus Maya rauszukommen, aber wann kommst du raus, um Bhajan anzufangen? So das Einzigste ist, direkter Dienst zu Guru und Vaishnava, das kann dir erhöhen. Ansonsten ist es nicht einmal möglich, aus der Unwissenheit rauszukommen. Keine Chance. So, wann immer Brahmachari oder Sannyasi in der Welt schaut, das sehen das ultimative Resultat, für das er im Moment eine gewisse Attraktion fühlt. Also Tattvadarshi. Also wenn du irgendwas siehst, die was Tattvadarshi sein, die können das erkennen, die machen keine Philosophie draus. Also in ihrem eigenen Leben folgen sie das zu 100%. Nicht, dass sie irgendwas sprechen im Vyasasana vor die Leute, aber dann folgen sie dem nicht. Also das ist nicht so.
Also wann immer du in Familienleben gehst, das ist okay, aber du musst dein Wissen erhöhen. Und what problem? I already told the topics of Priyavrata, but the advice of Brahma. Also wo Brahma an Priyavrata erinnert hat, du kannst stufenweise eben das aufgeben. Und du kannst dann findest nimmer vor dir irgendwelchen Mann oder Frau, sondern du siehst überall Krishna. Sarvatra, wo immer du hinschaust, kannst du das Resultat sehen, was dir antreffen werden. Eine andere Frage ist jetzt, wenn du die Lotusfüße von einem reinen Vaishnava dienen willst, nachdem musst du Fragen stellen. Also wenn das nicht da ist, dass du tiefere Fragen stellst, dann kommst du auch nicht erfolgreich aus. Also wer bin ich, was mache ich, was ist meine Aufgabe? Die ganzen Fragen, solange du dir die nicht stellst, über das musst du nachdenken. Ohne dass du die Selbstnachfrage betreibst und das innerliche Nachfragen, nachher hast du keine Chance, da rauszukommen. Athato Brahma Jigyasa. And Parikshit Maharaj also putting some question, you see? Parikshit Maharaj, der hat da die Frage gestellt, was ist mein... Parikshit Maharaj in front of Sukadeva Goswami, first when he is sitting in Suktal. In Suktal fragt er, was ist die Aufgabe für mich jetzt? Das ist genau die Frage, was habe ich zu tun? In die letzten sieben Tage. So, heute oder morgen sterben wir. So, wir sollen dem Ganzen die Fragen nachgehen. Gestern ist Adivoti zum Marktplatz gegangen und sagen, dass der Marktplatz dunkel war. Also der Obstverkäufer, er war gestern da und hat Obst noch gekauft bei ihm. Und jetzt, wo er am nächsten Tag hingegangen ist, dann ist er tot gewesen. War nicht einmal 60. So jederzeit kann unser Leben vorbei sein. Uns ist nicht bewusst. Das muss aber direkt da sein, das Gefühl, nicht nur Philosophie. Du musst wirklich fühlen, dass du jeden Tag, jede Sekunde dein Leben aufgeben kannst. Und was hast du denn wirklich gemacht in deinem Leben? Ein direktes Gefühl. Keine Philosophie, dass du sagst, okay, ich weiß, dass ich sterbe, Nein, dass du das wirklich fühlst. Und wirklich nachdenkst und wirklich nachgehst. So sonst kannst du nie irgendeinen Fortschritt machen. Da kannst du Tilak auftragen, Kantimal ertragen, aber du hast nie wirklich einen Fortschritt. So die Selbstnachfrage und das Introspektivsein, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Parikshit Maharaj sagt es eben auf. Wie und wo, das haben wir schon besprochen. What is the procedure? Can you show? Gurudev, I like to go out of this. But we all like to stay in this material world. We never like to go out of this material world. So much enjoyment here. Who is going to live? Also die meisten wollen nicht die Welt verlassen. So viel Vergnügen ist da, denken sie sich. Und für was sollen wir uns in die Sachen beteiligen? Aber die wissen nicht, was sie bei dem wirklich erreichen.
and this Rishabhadeva giving answer to 100 songs. Out of them, Bharata is the topmost, I told you. Now we are going to discuss about the realization of So jetzt sprechen wir über die Realisation von Bharata Maharaj, dem ersten Sohn von Rishabhadeva. Also wenn der Vater ihm den Ratschlag gegeben hat, oh, du bist die ausgewählte Person, die was die Lehren wirklich aufgenommen hat, die was sie jetzt alle aufgesagt hat. Und die Navayogan, Kavi, und die haben das auch verdauen können, das was ich ihnen gesagt habe. Und jetzt kann man über das Bhajan, über den spirituellen Weg von Bharata Maharaj sprechen. Bharat, der ist auch, nach dem ist Indien auch benannt worden, Bharatvarsha. Das ist ganz eine ernsthafte Person, eine zielstrebige Person, also wo er das Königreich regiert hat. Nach einer gewissen Zeit hat er sich entschieden, alles Reichtum, alles Königreich, Frauen und Kinder alles aufzugeben und hat sein Bhajan angefangen. What is the spot? Whenever you like to go to Kaligandaki, Nepal. Also das ist, er hat sich dann dort niederlassen, wenn du in den Fluss gehst, Gandavi in der Nähe, in der Richtung Nepal, Gandaki, da ist ein wunderbarer Wald und Bharat, der ist jetzt dorthin gegangen und hat sich in Bhajan Meditation begeben, volle Konzentration auf den höchsten Herrn. Jeden Morgen ist er dort hingegangen, wenn die Sonne aufgegangen ist und hat angefangen, Gayatri Mantra zu chanten. Im Wasser selber. Ganz egal, ob im Winter oder im Sommer. Er hat immer den gleichen täglichen Ablauf gehabt. Also warum Rishabhadeva auch in die Welt gekommen ist, über das müssen wir auch noch sprechen. Nachher können wir über den Bharata Maharaj sprechen. Rishabhadeva Maharaj, der ist in die Welt gekommen. Er ist die Inkarnation vom höchsten Herrn. Und er ist eine wunderbare Persönlichkeit. Strahlend, Lotusaugen. Lotus. Ganz sanfte, also ganz wunderbare Persönlichkeit. Schaut wunderschön aus. Also eine breite Schultern, ganz eine sanfte Haut, zarte Haut. Und Rishabhadeva der hat sich eben jetzt entschieden, in den Wald zu gehen und Bhajan zu machen. Also er gibt uns aber nur Anweisungen in seinem eigenen Leben. Wie er zum Beispiel den Körper verlässt, er zeigt uns auf, er verlässt alles und geht allein jetzt nackt. Keine Kleidung ist da. Sein Kopf ist bedeckt, seine Haare sind zu Rasterlocken worden, sein Körper ist bedeckt mit Staub vom Boden und Erde und er hat dann sich selber so ausgegeben, als wie er Verrückter, dass ihm keiner stört in seinem Bhajan. Er macht so, der Basse wie ein Python. Ein Python, der kann für ganz lange Zeit an einem Platz liegen und nachher kommt jetzt vor den Python eine Beute, nachher nimmt er die. Aber der wartet so lange. Du findest keine Aktion davor von der Python-Schlange.
die bewegt sich nicht, der steht still. So, das ist ein Agatha-Pasya nennt sich das. Der hat es eben betrieben und der ist nur still an einem Ort gewesen. Wenn irgendwas zum Essen gekommen ist, dann hat er es gegessen, also irgendwelche Früchte, was weiß ich. Und ansonsten hat er nichts gegessen. Irgendwer ist gekommen, der hat ihm was gebracht, Chapatis oder irgendwas. Oder wenn er ihm eine Krone was gebracht hat für eine lange Zeit. Oder wenn zum Beispiel er da am selben Ort ist auf die Toilette gegangen, auf WC, er ist nicht aufgestanden, so als ist voll gewesen mit Urin und Kot. Also er hat alles auf seinen Körper, überall ist voll, wie zum Beispiel Kühe im Kuhstall. Die liegen auch in ihrem Urin und ihrem Kot. Aber das Außergewöhnliche ist, damit sein Stuhl und sein Kot, sein Urin, keinen kein Gestank gehabt hat. Das war wunderbare, duftendes Aroma. Weit und breit. Wie zum Beispiel Räucherstäbchen. Also es hat sich verbreitet. Und so versteht man eben, dass im Rishabhadeva jetzt keine gewöhnliche Persönlichkeit ist. Das ist Rishabhadeva, das ist alles geschrieben, das ist nicht so einfach aufgesagt. Does jojon mean how to calculate? I forget calculation. 1 jojon, big thing. 10 jojon. Wherever there is this air going on, nice smell of flower, you see. Also es ist über einen ganz großen, weiten Raum hat sich der Duft ausbreitet. Ja, Jonas, das ist eine sanskrite Einheit, was da eben beschrieben ist, für wie weit das gegangen ist. Der Geruch. So, dann ist die Zeit gekommen, wo Rishabhadeva jetzt seinen Körper verlassen wollte. Also, dann ist er nach Südindien gegangen, nach Karnataka, ist dort hingereist, über den Waldweg. Und dann irgendwie ist dort der Feuer ausgebrochen, ein Waldbrand. Also überall war Feuer. Alles hat Brand. Und Rishabhadeva war jetzt in dem Feuer und ist einfach sitzen geblieben, ohne Reaktion und ist verbrannt. Jai Ho. Also jetzt hat Rishabhadeva seinen Körper verlassen. Now here we see so many, you see, glorification of Rishabhadeva we can find. So many glorification of Rishabhadeva. Now actually we are going to enter into 7th chapter. Shukdev Goswami speaking. The elder son of Rishabhadeva Maharaj, somehow he is growing detachment, someday he is leaving everything and going Also Sukhadev Goswami, to start bhajan very extensive, very nice way. Zusammen im 7. Kapitel ist das jetzt. Shukdev Goswami now speaking. Sukhadev Goswami spricht. Bharatastu Mahabhagavato yada Bhagavatavani talo paripalanayo sanchintitostadanu sasana paraho panchajanin viswarupo duhitaram upuyeme. Bharatastu, Bharat Maharaj, panchajanin, one, Vishwarupa Duhitri, the daughter of Vishwarupa. Also die Tochter von Vishwarup, Panchajani. Married that lady. Bharatastu Mahabhagavato yada Bhagavatavanital paripalanayo
Sanchintitahastadanu shasana paraha panchajanin viswarupa dhitaram upojeme. He is ruling his own country, nice. After that got married. Also Bharata regiert jetzt das Königreich und er wird jetzt auch verheiratet und hat jetzt 5 Söhne. Sumati, Rashti, also den Namen. And you know, Varsho, Ajanava Varsho, first I told you, that Varsho now become famous as Bharata Varsho. Ajanava Varsho. No, by the name of Bharata Maharaj. He was so strong and doing bhajan nicely. Now leaving everything and going to forest. And after that you see, he is going to Pulaha Ashram. Also jetzt geht Bharata Maharaj zum Pulat Ashram. Das ist ein großer Rishi, der hat dort Bhajan gemacht. Und deswegen nennt sich der Ashram Pula Ashram. Und der Weiße, was dort Bhajan macht, ist Pula Rishi. Und auf dem Platz ist jetzt auch Bharata Maharaj gekommen und hat dort auch sein Bhajan angefangen. He used to do bhajan, Bhargadev, when sun rises, he can see the Bhargadev inside the sunlight, glowing sun. Also er hat Meditation gemacht über die Sonne. In der Sonne hat er den höchsten Herrn gesehen. Zum Beispiel, wenn du Gayatri Mantra chantest, du kannst auch dann vorfinden, dass Chaitanya Mahaprabhu in der Sonne ist. Also die goldene Sonne, wenn die aufsteigt, also wenn du ein exaktes Bhajan machst, dann findest du Bhargadev Chaitanya Mahaprabhu im Gayatri Mantra mit der goldenen Ausstrahlung. Und er segnet dich. Aber wenn du blind bist, kannst du nichts sehen. So am Morgen hat er Bhajan gemacht und hat dann über die Lotusfüße meditiert von den Bhargadev von der Sonne. Also es ist ein Mantra, die kann nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden. Also Bhagavan wird uns testen. Jederzeit will er uns testen. Also bevor er die wirklich akzeptiert, versucht er die immer zu testen, ob du wirklich fit bist oder nicht. Bhagavan Sri Krishna speaking in Gita also, those who are je yathaman prapaddante tans tataiva bhajami aham. Bhagavan Sri Krishna giving this, speaking in Gita. Bhagavan Sri Krishna sagt in der Bhagavad Gita, je yathaman prapaddante tans tataiva bhajami aham. Also, die, was mich verehren, auf die schaue ich, in was für eine Richtung und so bei ihnen entgegenkommen. So, dann ist Krishna da und ist so wie ein Verkäufer, der was dann den Dienst nimmt er an, aber er bezahlt sie dann und gibt ihnen dann irgendwelche materiellen Dinge. I keep them with love and respect. Ultimately, I see they want salary from me. I give salary and go. Take salary and go. Many people cheating me. Many people in my life. Also so wie viele Leute in der Welt jemanden betrügen. The Supreme Lord also want to give. He is the super personality. So jeda thanam prapaddante tans tataiva bhajami aham. Also der höchste Herr ist derselbe. Nach der, so wie jetzt einen Bhajan ausführt, oder was er innerlich will, ob er irgendwelche Perfektionen will, Geld,
Ruhm, Reichtum, nachher zahlt das Krishna aus. Er sagt, okay, du hast mit Dienst erbracht, somit gib ich dir das. Aber der Rani, der Voti, so wie zum Beispiel die Gopis, die Pachavatis, Krishna hat keine Chance, denen das zurückzuzahlen. Krishna sagt, ich kann euch nichts geben. Ich habe nichts zum zurückzuzahlen. Ihr macht so exzellentes Bhajan und leistet mir Dienst, so ich kann euch nichts zahlen. Das ist der Punkt, was man im 10. Kanto bespricht. Also so spricht denn Krishna vor die Gopis. Und für andere Leute zahlt Krishna. Okay, du machst Bhajan für Krishna, du chantest, machst das und das und nachher will er da irgendwas auszahlen. Dann wirst du halt mit dem abgestempelt. Das ist ein Betrug von Krishna. Krishna ist auch clever, er testet dich, was du wirklich haben willst. Now actually, ye yathamang prapaddante tang sathaiva bhajamyam, this Krishna's, this kind of promise, is broken in front of the Gopikas. Also das Versprechen kann er vor die Gopis nicht einhalten. Now actually, Krishna is doing nice bhajan right from the morning time. So vom Morgen an macht jetzt Bharata Maharaj das startet sein tägliches Bhajan, schaut in Sonnengott und sieht dort die Persönlichkeit, in Vargadev, in der Sonne. Evam karmo visuddhya visuddha satyasvantar hridaya kasu sarire brahmani bhagavati vasudeve mahapurusha rupopo lakshane Sivatso kostuva bhavano mala bhajan Sri kostuho vano mala ridoro gadadi virupalakshite nijo purusho hrid lakshitena atmani purusho rupena virochamano uchaistaram bhaktim anudinam Medamano raya ajayata. Here it is reading day by day, he is going to cut all material, things from inside heart. He is purifying himself. So mehr und mehr wird er jetzt immer reiner im Innerlichen, der Bharata Maharaj. Und er sieht in Sonnengott, in Sri Kaustuva, so ein Juwel um sein. Mala Ridoro Gada Divi Rupalakshite Gada Sankhya Gada you can see Kostuba Vanuma. Also er hat all so Erscheinen mit Muschel, Feuerrad und Chakra. One day you see how to maintain body. Wie erhaltet er seinen Körper? Like so wie die Rishis und Munis, die erhalten ihr Leben. Er spricht jetzt weiter auf die Verse. Also das ist der perfekte Platz für Bhajan. Take the darshan of Supreme Lord in different form. Supreme Lord coming still there, in different form. Also der höchste Herr kommt dort auf den Ort in verschiedene Formen. Yatro babu bhagavan hari radhyapi tatrotyanam nijo jananam vatsallena sannidha tattva ichcha rupena. Still Supreme Lord is there. Also immer noch ist dort, die höchste Herde ist dort immer vorhanden. But actually, tatrasramo padani ubhayuto navivir rishat chakres mes chakro nadim namo saritrabara sarvatoho pavitri karoti. One river, Ganduki Nadi, coming here and
Also ein Fluss, der Kandaki River, der Kandaki Fluss, hat sich aufteilt in zwei Flüsse. Und ist dann wieder zusammengegangen, so wie sich ein Kreis gebildet hat und dann wieder geschlossen. This way, that this river purifying the whole place, you see. Und der Fluss, der reinigt eben die ganze Umgebung dort. Das ist ein ausgezeichneter Ort für Meditation und Bhajan. Pula Ashram. In that ashram, explaining, Tasmina Babu Kilo So Ekalaha Pulaha Sramopabani Vivido Kusumo Kisalayo Tulasi Kambudi Kando Mulo Phalo Paharischa Sami Hamano Bhagavato Aradhanam Vivikto Uporoto Visaya Vilaso Uposang Rito Pasamaha Param Nibritim Abapo Mabapo Tasmin Babo Kilo Sa Ekalaha Pulahasramopabane Vivido Kusumo Kisalayo Tulusikam Budhi Kando Mulo Phalopo Harischo Sami Humano Bhagavato Aradhanam Bibikto Uparato Visayahi Lasa Uposangrito Upasamaha Param Nibritim Mabapaha. Huh? What's that? That ashram, das ist der Ashram, der Pula Ashram, der so reine Umgebung hat, mit wunderbaren Garten und Fluss. Und dort sammelt er Früchte und Tulsi-Blätter. Tulsi-Pata, Manjari, everything. And with that, collected, food, flowers and, und Blumen und so viele Dinge. Making garland. Macht Girlanden und verehrt die höchste Person. Oh, Höchster, seid zufrieden mit mir. So hat er Tag für Tag. Also kein anderer ist da, er ist ganz allein da. Kisalayo tulasi kambudhi kando mulo pharopaharescha samihamano bhagavato aradhanam vivikto parata visaya vilaso upo sangvrito pasamo paramanibritim avapo. Now he is self-contained. He is not feeling any attraction from this material world. Still, Supreme not going to test him. So er hat jetzt die Selbstkontrolle über seine Sinne, aber jetzt werden die höchste Persönlichkeit testen. Also kann man wirklich sagen, dass eine die Kontrolle über die Sinne haben. Es ist ein Trugschluss vom Geist. So, du wirst betrogen. Wir können vielleicht sagen, okay, jetzt momentan fühle ich mich frei von aller Sinnesbefriedigung, aber das ist schlussendlich ein Betrug. Und jetzt werden wir das sehen, wenn die höchste Persönlichkeit Bharata Maharaj testet. Also er hat sogar Tränen in seine Augen, der Bharata Maharaj, und ekstatische Gefühle. Sein Geist ist fast vollkommen unter Kontrolle, seine Sinne hat er unter Kontrolle. Aber doch, jetzt gibt es noch einen Test, den was der höchste Herr für ihn hat. 840. I like to test you. What kind of testing? One day, that Bharata Maharaj going to take part in river ganze. Also dann eines Tages hat der Bharata Maharaj ein Bad genommen im Fluss, hat seine Mantras chantet und hat gewartet, bis sich die Sonne am Himmel zeigt, aufgeht und dass es seine höchste Persönlichkeit dort sehen kann, in Vasudev. Und in der Zwischenzeit ist etwas passiert.
Ekoda tu mahanadyam kritabhiseko nayyamikavasyaku brahmyaksharam abhigrinnano muhuttatrayam udakantu upobiveshaha. Ekoda tu mahanadyam kritabhiseko nayyamikavasyaku brahmyaksharam abhigrinnano muhuttatrayam udakantu upobiveshaha. One day he gone to Mahanadyam, not Mahanadi, actually there is no Mahanadi here. It is term given, Mahanadi, Gandaki Nadi actually, Mahanadi Gandaki. It's coming from that. Es ist an dem Ufer der Mandaki, in der Brahma Muhurta-Stunde. Muhurta 25 minutes multiplied by 3. Also 25 Minuten. So. Katanga Rishi, der hat da Erfolg gehabt in kurzen Zeit. 48 Stunden. What all he need to do for his bhajan, he was doing everything, almost complete. Also dann alles, was sein Bhajan, was jeden Tag macht, war fast fertig jetzt. So das ist auch eine Silbe, was nicht jeder aussprechen soll. Brahmakshara, we can think chanting Brahmagayatri. Brahmakshara. Brahma Brahma Muhurta bedeutet, wenn die Sonne aufgeht. Also du solltest um 3 Uhr morgens aufstehen und Bhajan machen. Also die, was nicht um 3 Uhr aufstehen können, die sollen gar nicht zu ihm kommen. Das kann ihnen nicht erlauben. So strikt ist er da. This way, you say doing bhajan, Brahmaksharam, Avigrinnano, Muhuttatrayam, Udakanto, Upobiveshaha is sitting. At the same time, one incident happened. What happened? Tatro tada rajana harini, pipa saya jala, saya bhyaso. But here, one deer, sea deer coming. Und jetzt kommt ein Reh, ein weibliches Reh. That time by chance, one, harin, sea deer coming. And taking water, she is very thirsty. Also das weibliche Reh nimmt jetzt Wasser zu sich von dem Fluss Gandaki. So, in der Zwischenzeit ist etwas passiert. One breath you have to speak. Also die Weise muss in einem Atemzug sprechen. Also wenn das Reh jetzt Wasser trinkt, und ist in der Zwischenzeit ist dann von hinten ein Löwe, hat sich angeschlichen und Rehe sind immer in Angst. Rehe sind immer in Angst. Wir sind so schüchtern, so scheu. Deer is so light-hearted. Anytime when tiger running behind it, maybe tiger cannot touch, but if his, this, horn stuck up with bunches, then he's thinking, well, say, tiger, catch me, heart fell. Yes. Also ein Reh hat so ein leichtes Herz, das sogar, obwohl es schnell läuft, aber wenn es dann jetzt sich mit ihren Hörnern im Gestrüpp hängen bleibt, auch wenn sie der Tiger nicht erfasst hat, aber nachher kriegt sie einen Herzinfarkt und stirbt. Sie hat so ein leichtes Herz.
Und jetzt das Gleiche ist da passiert. Der hat den Tiger gehört, ist etwas trunken am Fluss und von hinten der Tiger hat ein Geräusch gemacht und nachher hat sie die Entscheidung gemacht, in den Fluss zu springen. Aber sie war schwanger. Ein kleines Baby ist dann aus dem Körper rausgekommen. Also sie hatte Herzattacke und stirbt und das Baby, das weiß nicht, was passiert ist. Also da fließt jetzt das Baby in den Fluss runter und Bharat Maharaj, der sieht die ganze Situation jetzt. Der sagt, oh jetzt die Mutter ist gestorben, so es ist meine Responsabilität, meine Verantwortung, weil keiner ist da außer mir, so ich muss jetzt das Kind schützen. Und er springt selber ins Wasser und versucht das Reh jetzt zu fangen, zu retten. Und von dem Moment hat er sich so angefreundet mit dem Reh. Er hat Milch für dem Reh gegeben oder gewisse Früchte und das und das. Also er passt immer auf jetzt auf das Kind. Getting engagement in his service and in the service of that baby. It takes time. Previously it was whole day. Also früher hat er seinen ganzen Tag verwendet für Krishna Bhajan. In our life what time? Any time is Krishna Bhajan time. But Chaitanya Mahaprabhu told. What told Chaitanya Mahaprabhu? Kishayane ki bhajan ki Aharani Suchinte Krishna bolo Bhagavatam. You are not following. No, I am taking that. Don't disturb me. What kind of rest you like to take? So, also Chaitanya Mahaprabhu sagt Harikatha und den Namen von Krishna chanten. Das tut man im Schlaf und untertags immer und überall. Very nice. He's saying, Maharaj, in noontime when I play my Harikatha, then my wife speaking, let me take rest, don't disturb me. Yes. Yes, he's speaking this way. What do you see? So everybody feels disturbed. So jeder sagt immer, er will sich ausrasten, er will sich hinlegen. About that absolute truth, then everybody is speaking disturbed. Why are you speaking this way? Why not in other way? They feel disturbed. Also die meisten fühlen sich eben gestört, wenn Sadhus so sprechen. Also die haben dann immer was dagegen. Aber Sadhus sagen wirklich immer so, wie es ist. Die machen sich nicht raus, was andere jetzt denken. Sie können nicht abweichen von der Wahrheit. So jetzt hat er eben seine ganze Zeit verwendet, der Bharata Maharaj, und zieht jetzt das Kind auf. Und er hat so viel Zeit jetzt mit ihm zu tun. Und jetzt ist es sogar größer schon. Jetzt ist es so wie ein Hund, der was immer dem Herrle nachläuft. Und Tag für Tag hat eben Bharata Maharaj jetzt sein Bhajan verloren. Er hat für lange Zeit hat jetzt Früchte gesammelt und das und hat so viele Sachen gemacht für das. Er wollte wieder Bhajan machen und nachher ist immer das Reh gekommen von hinten und hat ihn angestupst und hat so deutet, oh, spiel mit mir, spiel mit mir. So, also war jetzt immer mehr und mehr beschäftigt mit dem Reh. Er war in Meditation mit geschlossenen Augen, hat dann die Augen aufgemacht und dann hat das Baby, das Reh, das Bhoga, also das, was er opfern wollte, die höchste Persönlichkeit, hat alles gegessen, hat er angefressen
so und so war er jetzt immer mehr und mehr gestört. Und er sagt, lass mir jetzt zuerst halt mein Puja fertig machen, nachher spiele ich mit dir. Und so all sein Bhajan ist jetzt runter und runter gegangen. Und eines Tages bei der Barmherzigkeit von Maya Devi, am Abend, da war sein Reh, das ist jetzt verschwunden. Und er hat gesagt, er hat sich gedacht, wo ist es, wo ist es? Er hat links, rechts geschaut, aber hat es nicht mehr finden können. Dann hat er es gesehen wieder. Also er ist in der Meditation, nachher macht er immer wieder seine Augen auf und schaut, ist es noch da, ist es noch da? Dann meditiert er wieder weiter und dann schaut er wieder, ist es noch da, ist es noch da? Und irgendwann hat er die Augen aufgemacht, nein, es ist einmal weg gewesen. Und Bharata Maharaj betet jetzt zu seinem Sonnengott, oh, hast du das Reh gesehen? Wo ist es hingegangen? That baby not coming back. I am very cruel actually. I am merciless. Why I allow that baby to stay alone? I will have to. Also dann sagt er zu sich selber, dass ich eben so einen schlechten Charakter habe. Ich habe jetzt das Baby allein lassen. Es ist eben meine Aufgabe, das zu schützen und aufzuziehen. So hat er sich gedacht. Und das Baby ist jetzt nicht mehr zurückgekommen. Und Bharata Maharaj ist immer mehr und mehr hat er sein Bhajan verloren. Und schlussendlich hat er den Körper aufgegeben. Und beim Aufgeben vom Körper hat er eben an das Reh gedacht. Und somit hat er Geburt genommen im nächsten Leben als ein Reh selber. Er war nicht erfolgreich in dem Leben mit seinem Bhajan. So Bharata Maharaj ist ein großer König gewesen, das alles aufgeben hat. Sein ganzes Reich, seine Familie, seine Kinder, sein Schatz, seine Macht, alles hat er aufgegeben. Und hat im Wald Bhajan angefangen. Aber jetzt ist er wieder in die Illusion geraten, bei dem Dienst zu dem Reh. Also er hat am Anfang alles aufgegeben wie ein Abfall, hat er weggeworfen. Aber jetzt ist er wieder in die Illusion geraten und ist ankraftet gewesen und hat durch das Wiedergeburt nehmen müssen als ein junges Reh. Also was du denkst am Tag des oder an der Zeit, wo du stirbst, dann die Kondition, das wirst du dann erreichen. This way actually, Bharata Maharaj doing bhajan, but now losing bhajan totally and take the heart, living body and take the body as dear baby. This is the result, consequent, we will have to meet. So das ist das Resultat, was aus so einer Hilfe auf ihn zugekommen ist. Also das nächste, was jetzt weitergeht, das hören wir dann morgen weiter. It is my request to you all, after Harikatha is over, at least for 10 minutes, you will have to do Sankirtan. Don't follow me. Everybody should do Sankirtan. It is the rules by Chaitanya Maharaj. Don't stop and run. Let me go, but you stay 10 minutes only. Do Sankirtan loudly. The ultimate thing you will have to do. Don't go with me. You stay and do Sankirtan for some time. After that you can go.